29. April, wir haben es euch versprochen, wir werden mal erklären, wie ein E-Rocket, das schnellste Fahrrad der Welt, funktioniert. Zumindest mal das schnellste mit einer Zulassung. Denn viele werden jetzt sagen, na ja, mein Bafang-Heckmotor, der macht ja auch 90. Das ist nicht zulässig. Das heißt also, der hat keine Zulassung, die Bremsen sind vielleicht nicht dafür gemacht, ja, mag ja alles sein, aber das hier ist ein zugelassenes Kraftfahrzeug, das man pedalierend auf 90 km/h bringen kann und dass das Ganze nicht so trivial ist und da unglaubliche Kräfte wirken, wenn er bremst oder irgendwas anderes macht, das werden wir gleich mal erfahren. Wir haben auf der rechten Seite, du bist der? Ich bin der Markus. Hallo Markus, du bist Franke? Ja, ich bin Franke, ich komme aus der Nürnberger Gegend. Du bist in Brandenburg gelandet und du bist der Andi. Ich bin der Andi, ich bin Westfale. Ich könnte jetzt auch mal so starten mit Hallo erstmal. Ich weiß jetzt nicht, ob du es wusstest, aber das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. Du bist hier der Geschäftsführer, das ist der Produktionsleiter. Du kommst aus der Automobilbranche. Ja. Deine Aufgabe ist jetzt, ich sag mal, die Prozesse zu optimieren. Genau, also ich optimiere die Prozesse, damit wir hier aus einer Manufaktur in eine Serienproduktion kommen. So, du hast einen Motorführerschein? Ja, natürlich. So, dann setz mal bitte den Helm auf, dass wir das mal gerade sehen, denn das Produkt hast du, ich sag mal, kennengelernt schon vorher, aber du bist jetzt seit einem Jahr mit dabei. Und wenn man jetzt so ein E-Rocket fährt, dann muss man vielleicht noch mal kurz 5 Minuten erklären. Er hat den Helm angezogen, das ist Pflicht. Selbstverständlich. Wir sind von der Zulassung ein Motorrad. Das bedeutet, Helm ist immer Pflicht. Es ist aber ein Motorrad, ich sag mal so, wie man das früher gesagt hat, eine 125er. Ja. Obwohl es ja, ich sag mal, ein Elektromotorrad ist. Da sind jetzt Lithiumzellen drin? Ja, das sind Lithium-Ionen-Zellen das heißt, das sind diese Zellen, die eben keinen Jojo-Effekt kennen, die du jederzeit wieder zuladen kannst und so weiter. Das ist schon ein sehr modernes Battery Pack. So, und das Besondere ist, wenn du mal gerade hier an diesem Griff mal drehst und mir sagst, Genau. Was passiert? Gar nichts, der dreht sich einfach nicht, da muss was kaputt sein. Oh, es gibt keinen Gasgriff. Es gibt keinen Gasgriff. So, wie beschleunige ich denn ohne Gasgriff? Indem wir, betrachte einfach mal den Gasgriff als das Interface einer Fortbewegung eines Zweirades. Für die, die es nicht wissen, der Gasgriff ist 1904 entwickelt worden für die Company Indian Motorcycles. Einer der Mitbesitzer hat das erfunden. Dieses Interface der Fortbewegung ist bei uns in die Pedale verlegt. Das da ist dein Gasgriff. Trittst du schneller in die Pedale, fährst du schneller. Trittst du langsamer in die Pedale, fährst du langsam. Hörst du auf zu treten, rollst du aus. Was merken wir beide sehr, sehr schnell? Ich bin geistig beim Fahrradfahren, auch bei der intuitiven Bewegung, die ich von Kindesbeinen an gelernt habe, mit der Performance, die aber eine ganz andere ist, die im Motorrad gleichkommt. Gute Beschleunigung, 90 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Und da das Ding, hier siehst du das, es geht ungefähr hier los, einen sehr massiven Akku hat, kann ich damit auch noch 120 Kilometer fahren, ohne wieder aufladen zu müssen. Das sind keine Spaß 120 Kilometer, der fährt wirklich 120. Wir haben Kunden, die ein bisschen über der 100 liegen. Wir haben auch Kunden, die liegen grundsätzlich bei knapp über 130. Das ist durchaus machbar. So, ich zeig's mal gerade. Da wird sich noch einiges tun im Bereich natürlich Batteriezellen. Steig mal bitte auf, dass wir das mal sehen. Es gibt eine viele Sicherheitsschalter, aber es ist sehr, sehr unkompliziert. Es ist im Grunde genommen draufsetzen, Helm auf, Knöpfchen drücken. Schlüssel rumlegen, oder? Schlüssel rumlegen, den wichtigsten Knopf kann der Markus mal erklären gerade. Genau, wir haben, genauso wie beim Motorrad, wir haben einen Killswitch. Das heißt, es passiert im Moment überhaupt nichts. Ich kann treten und es passiert überhaupt nichts. Also nochmal kurz zur Erklärung. Dieser, ich sag mal, Sensor, der vorne dran sitzt, das ist eine Art, ich sag mal, ist ein Motor, den du trittst, der erzeugt dann Energie, die wird ausgelesen durch ein Computersystem. Ja. Und diese Energie steuert, ohne dass es hier eine mechanische, ich sag mal, Verbindung gibt, diesen 5 kW Elektromotor, der hinten drin ist. Und der gibt dann ganz dezent, so wie ich die Kraft reingebe, wie beim E-Bike, oder? Genau, so wie beim E-Bike, je nachdem, wie stark ich trete. Ich muss treten. Du musst treten, sonst fährt's nicht. Also das musst du wenigstens E-Bike machen. Eigentlich, oder? Ja, ist so. Aber es ist ja keine E-Bike-Zulassung. Das hier ist ja auch kein 45 km/h Genau. S-Pedelec oder so. Nein, das ist ein Motorrad. Genau, weil der Unterschied ist, dass wir durch den Motor nicht das Treten unterstützen, was du beim E-Bike oder beim Pedelec her kennst, sondern wir steuern die Geschwindigkeit, mit dem der Motor das Hinterrad antreibt. Okay. Stark. So, was ist zu tun? Also du gehst hin, machst den Killswitch aus. Ich mache ihn an. In dem Moment, wo ich anmache und dann trete, habe ich Vortrieb. Das war's. Genau, du siehst, guck, wenn ich trete,
schiebt der Motor vor. Okay, so das bedeutet, ist es denn auch so, dass ich, wenn ich schnell trete, einen schnellen Vortrieb macht? Je schneller ich trete, desto schneller ist der Vortrieb. Das heißt, die Software vorne nimmt wahr, dass die Tretfrequenz zunimmt und die Software gibt dann das Steuerungssignal an den hinteren Motorcontroller, mit mehr Energie aus der Batterie den Motor zu bestromen, womit die Geschwindigkeit zunimmt. Und das Ganze ist sehr sensibel. Ja. Du sagst also, jemand, der eine Minute mal oder zwei mitgefahren ist, auch wenn er ein bisschen vorsichtig ist, also jemand, der Fahrrad fahren kann, der kann das Ding fahren? Genau, weil die Stabilisierung dieses Fahrzeugs genauso funktioniert wie beim Fahrradfahren. Also es ist nicht wie beim Motorradfahren, wo ich über die Massen, die sich dort bewegen, eine Stabilität des Fahrzeugs habe, sondern hier ist es eigentlich die Bewegung des Körpers, die Bewegung der Hüfte, die eigentlich immer durch das Treten sich bewegt. Damit stabilisiert sich das Fahrzeug. So, wir werden mal eins zeigen, schnell fahren, das können wir gleich zeigen. Wir zeigen mal langsam fahren. Das heißt, du bist in der Fußgängerzone, du bist der Lieferverkehr, der bis 11 Uhr fahren darf und du fährst mal 6 km/h bitte. Warte, ich komme mal mit. Das geht. Ja, das ist 6 km/h. 6 km/h. Ja. Ich kann mitlaufen. Ja. So, das ist ganz dezent. So, dann kannst du Kurvenradien fahren, die sind unglaublich. Das heißt also, du durch das Gewicht, was du ein bisschen einsetzt, ist das, also du bist quasi eins mit dem Gerät, oder? Ja, also ich kann halt hier spielen, weil auch das Gewicht so gering ist. Viel weniger als Motorrad kann ich hier natürlich viel schneller und viel einfacher das ganze Fahrzeug ausbalancieren. Das ist wie beim Fahrradfahren. Also ich fahre jetzt 4 Stundenkilometer. 4. Gib mal Vollgas. Das ist so genial. Sag mal, Andi, es ist immer wieder, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesehen, es ist total genial. Obwohl du noch gar nicht viel gefahren bist, hast du das super erkannt und es macht auch immer wieder, jedes Mal, wenn du draufsteigst, aufs neue Spaß. Weil ich mein Motorrad habe, weiß ich, was es tut, hier macht es auf jedes Mal aufs neue Spaß. Crazy. Da hinten ist eine Schranke, er hat sie fast erwischt. Demnächst mit ABS, muss man sagen. Ja. Also es kommt, Ja. denn das wird in der Serienproduktion, die jetzt kommt, ihr habt jetzt eine Kleinserie im Moment? Ja, wir haben eine Kleinserie, sind aber jetzt in der EU-Typisierung und dergleichen und da ist eben ein ABS angesagt, obwohl die Bremsen hier hervorragend sind. Aber man muss auch sehen, wir haben 10% unserer Entwicklungspotenziale ausgeschöpft, 90 kommen noch. Schlimm wäre, wenn wir dieses tolle Fahrzeug da stehen hätten und hätten 90% unserer Entwicklungsmöglichkeiten ausgeschöpft und 10 könnten noch kommen. Mir ist der umgekehrte Weg viel lieber. Guck mal hier, da vorne kommt der Markus. Ja. Sie ist unglaublich handlich, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Er fährt jetzt mal gerade, genau, er hält mal gerade. Das habe ich auch ganz oft gesehen, dass die Leute also richtig spielerisch damit umgehen können. Ihr habt Parcours aufgebaut mit Hütchen manchmal. Ja, also das ist du kannst das Fahrzeug wirklich handeln. Wie der Marco schon gesagt hat, wir holen auch die Fahrradfahrer ab. Für den Motorradfahrer ist es noch viel einfacher, weil der jetzt nicht unbedingt Angst hat vor der Geschwindigkeit. Das Fahrzeug ist wirklich handelbar. Ich kann damit Spaß haben in den verschiedenen Modis. Im Sportmodus natürlich, wenn ich mal ein Auto wegsäge. Aber ich kann auch gemütlich cruisen und so fahren, wie es der Markus gerade vorgefühlt hat, weil ein ganz wichtiger Punkt auch für die Zuschauer, wenn ich mit 85 auf der Landstraße cruise, dann bin ich nicht im Hamsterrad-Modus, dass ich Spinning the Pedal betreiben muss, sondern die Elektronik registriert, okay, der hat seine Wunschgeschwindigkeit erreicht und nimmt sich zurück. Das heißt, ich kann ganz gemütlich Das ist wie bei der Lenkung zum Beispiel, die ich habe, adaptive Lenkung, die, also wenn das Fahrzeug schneller ist, dann ist sie nicht so unglaublich empfindlich, sondern wird ein bisschen härter. Ja, was bei Sportwagen sowieso angebracht ist und der Fall ist. Und hier ist es eben so, dass du nicht mit 90 ein Zzz machen musst und dich unglaublich auf das Pedalieren konzentrieren musst, sondern im Gegenteil. Du konzentrierst dich mit 85 auf die Umwelt, auf dein Fahrzeug, auf das, was vor dir passiert und bist gemütlich am Pedalieren. Du schaust auch nicht darunter. Das tust du beim Fahrrad auch nicht, weil du es von Kindesbein gelernt hast, was da passiert. Das dient in höchstem Maße der Sicherheit. Wenn du dich geschwindigkeitsmäßig zurück hast fallen lassen und bist bei 70, kannst du ganz klar wieder ein bisschen mit mehr Power pedalieren, dann hast du eine Zwischenbeschleunigung, die natürlich ein Elektromotor bietet, um wieder auf 80 oder 90 hoch zu beschleunigen. Das Fahrzeug wird also komplett hier zusammengebaut in Brandenburg. Einige Teile sind bereits schon in der Fertigung, muss man sagen, in Ländern, die das gut können. Ja. Muss man dazu sagen, zum Beispiel Carbon kommt von einem der Weltmarktführer für Carbone. Ja, absolut.
Das ist echtes Carbon, ne? Ja, absolut. Ja gut, wir haben natürlich einen ganzen Lieferantenstamm aus 3 Kontinenten, muss man sagen. Das ist aber heute nicht mehr anders wegzudenken, wobei wir auch mit Lieferanten aus der Region zusammenarbeiten. Das möchte ich auch ganz klar betonen. Also, Schweißer zum Beispiel, die da sind. Schweißer, ja, nicht nur das, Reifen, ostdeutsches Unternehmen. Also gar keine Frage. Wir sind da breit aufgestellt, wenn ich natürlich, wie Markus das schon gesagt hat, irgendwann für einen Markt in einem Markt produziere. Dann wäre es ja Blödsinn, wenn ich Teile von hier in diesen Markt exportiere. Ja, dann absolut. brauche ich es natürlich da unten. So, sehr schön. Komm, wir gehen mal rein. Wir haben euch versprochen, wir zeigen, wo es gebaut wird. Wir sind in einer der längsten Hallen in Brandenburg. Ich glaube schon, ja. Ja, denn hier wurde früher mal Stahl hergestellt. Richtig. So, und wenn man sieht, also bis hinten durch ist die Halle, du hast eine unglaubliche Höhe hier. Das bedeutet, es hat so einen gewissen Flair, der hier da ist. Und wenn ich die Halle mal so beschreiben würde, habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen die etwas größere Garage vom Herrn Jobs gewesen, die irgendwie da ist. Denn hier steckt eigentlich die Entwicklung, so muss man sagen. Also hier ist der ganze Entwicklungsstamm, 15 Leute, alles Profis, wie auch du hast. Unglaublich viel Background aus der Automobilbranche. Absolut, ich war jetzt 30 Jahre lang in der Automobilindustrie, war dort in verschiedenen Positionen tätig, speziell auch immer in der Fertigung, habe also auch in der USA mit Serienanläufe mit betreut. Insofern ist das Thema eine Umsetzung einer Fertigung in eine Großserienfertigung für mich ein täglich Brot. Das ist, glaube ich, wichtig. Am Ende des Tages ist die Großserienfertigung wahrscheinlich noch viel schlimmer wie die Kleinserienfertigung, wo du vielleicht noch darauf eingehen kannst. Denn die Fehler, die du da machst bei der Großserienfertigung, wenn es mal gelaufen ist und du stellst dann nach 9 Monaten fest, da gab es ein Problem, dann ist das viel, viel schlimmer. Aber deswegen testet ihr ja so stark, oder? Genau. Also bei einer Kleinserie habe ich natürlich Zeit. Da verwende ich sehr viel an Handarbeit, um die Fehler, die entstehen, auszumerzen, dass ich im Endeffekt ein vollständiges Produkt habe. Das kann ich in der Großserie nicht mehr machen. In der Großserie habe ich feste Vorgabezeiten, in der ich ein Fahrzeug produziere, in dem ich Teile zusammenschweiße, in denen ich Teile montiere. Und da muss halt die Qualität stimmen. Das erwartet auch die Zulassungsbehörde und das ist das, was ich im Moment umsetze hier. Okay, das heißt also, das könnte demnächst von, ich sag mal, auch entsprechenden Maschinen gemacht werden, das Schweißen, genau, die das dann in einer reproduzierfähigen Qualität genau, immer praktisch identisch herstellen, mehr oder weniger. Genau. Was du hier siehst beispielsweise sind unsere Handschweißvorrichtungen. Damit bestücken wir die Vorrichtungen mit den Teilen. Die gehen dann hier im Nachbardorf zum Handschweißer, zu einem zertifizierten Handschweißer, der für die Eisenbahnindustrie auch tätig ist. Und der fertigt und schweißt hier die Bauteile zusammen. Der achtet auf die Qualität. Wir vermessen regelmäßig die Rahmen, sodass wir dort auch schon eine Reproduzierbarkeit haben. Auch das erwartet die Freigabebehörde von uns. Aber wir sind im Moment dran, mit einem Zulieferer diesen ganzen Prozess hier auch zu automatisieren. Das heißt, es werden nur noch die Einzelteile eingelegt in Vorrichtungen. Und dann erfolgt die Schweißung über einen Roboter, der reproduzierbar jede Schweißnaht immer wieder genau in derselben Art und Weise und in derselben Festigkeit schweißt. Sag mal, habt ihr Bauteile auch verwendet, Standardbauteile mittlerweile schon, oder ist da jedes Bauteil komplett eigenentwickelt? Also wie zum Beispiel Buchsen oder irgendwelche Lager? Also wir greifen natürlich bei Lagern auf Standardbauteile zurück, auch Schrauben und Scheiben und so weiter. Das ist natürlich die Dienteile, die wir auch im Endeffekt aus dem Katalog heraus kaufen können. Aber wenn du dir den Rahmen anschaust, bei dem Rahmen sind alle Teile eigentlich speziell entwickelt worden und sind Sonderteile. Ja, ihr habt das Ganze nicht nur entwickelt, damit es schön aussieht, sondern es geht ja auch um das Thema Gewichtsverteilung. Genau. Großes Thema, die Kräfte müssen optimal aufgenommen werden. Er muss elastisch sein, so ein Rahmen. Genau. Hier siehst du, da wird der Motor wahrscheinlich hier unten eingespannt. Was ist hier zu sehen? Das ist die Steckachse. Hier wird im Endeffekt der Motor drin befestigt. Über das Gewinde können wir die Toleranzen einstellen. Das heißt, hier drin ist der Motor und dieser Motor kommt mit dieser Steckachse dann hier hinten rein. Das ist im Endeffekt unser Hauptlager. Hier dreht die Achse des Motors und zwar hinten die Schwinge um den Motor zum Rahmen. Ihr habt unglaublich viele schon auf der Straße. Gab es da jemals ein größeres Problem? Von der mechanischen Seite haben wir bis dato keine Probleme gehabt. Was natürlich der Fall war bei den ersten Fahrzeugen, dass wir da oder dort Software-Themen hatten. Schon lange her, muss man sagen. Aber das ist schon lange her. Aber das hat auch ein Tesla gehabt am Anfang. Das ist ganz normal. Aber das haben wir über viele, viele Testfahrten, Testkilometer eigentlich ausgemerzt. Die habt ihr nicht zugekauft, die Software habt ihr selber entwickelt, oder?
Teils. Also wir haben natürlich auf eine Basissoftware zugegriffen. Auch das ist der Kostensituation geschuldet. Aber wir haben ein Höchstmaß an eigenem Know-how in die Software eingesteckt. Ihr habt einen speziellen Leistungscontroller. Ich glaube, da steckt das ganze Know-how mit drin. Dieser Leistungscontroller ist unglaublich smooth. Also ich durfte gerade eben mal ein Vorgängermodell fahren. Und dann hast du zu mir gesagt, siehst du den Unterschied? Ja. Das ist die neue Software, das ist die ältere, damit du das mal merkst. Die etwas ältere war ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen ruppiger. Genau, das ist ein entscheidender Punkt. Also die Pedalbewegung in der Form über die Modi aufs Hinterrad zu bekommen, dass der Fahrer genau weiß, was sein Bike tut, wenn er in welcher Form auch immer in die Pedalen tritt, ist nicht so trivial, ist aber ganz entscheidend wichtig. Sowohl fürs komfortable Fahren, als auch fürs Speedfahren, als auch fürs Überholen. Von daher, ja, natürlich, da steckt haufenweise Entwicklung drin, aber das wäre auch schlimm, wenn es anders wäre. So, im Moment ist das Kleinserie. Ich habe eben im anderen Video noch gewitzelt, dass ich gesagt habe, wenn ihr die Firma E-Rocket schädigen wollt, dann bestellt noch eins aus der Kleinserie. Wird die Großserie, ich sag mal, viele Leute sagen, ja, ich stehe total auf Handarbeit, ich kriege hier für 12.000 Euro mit etwas Ausstattung vielleicht 14.000 Euro, kriege ich hier Handarbeit made in Germany. Das wird jetzt nicht mehr so lange bleiben, oder? Nee, aber die Handarbeit für die Montage, wo das Fahrzeug letztendlich montiert wird, die Handarbeit wird natürlich bleiben. Wo wir die Prozesse optimieren, ist da, wo wir zum Beispiel einfach Handarbeit haben, die der Kunde nicht sieht. Sprich also hier im Verschweißen, das kann ich einfach automatisieren, weil dort einfach die Zeiten und damit die Kosten viel zu hoch sind. Okay, das heißt, ihr habt Auftragsfertiger, die könnt ihr euch dann wählen, die nach einer Norm entsprechend, einem Protokoll, einem Buch, was ihr da reingebt, ja, genau das so fertigt, wie ihr das braucht, oder? Ganz genau, also wir geben Qualitätsmaßstäbe vor, wir geben gewisse Maße vor, die der Schweißer einhalten muss, und das muss er uns dokumentieren mit Messberichten, und damit können wir sicherstellen, dass wir jedes Fahrzeug in derselben Qualität auch fertigen. So, die da sind, die Leute verlassen sich ja auf euch. Das heißt, da ist ja eine riesen Batterie drunter. Du fährst da 90 km/h, du musst bremsen können, das muss alles funktionieren. Ist das ein Fahrzeug, was man nur im Sommer fahren kann? Oder ich sag mal, wenn es ein bisschen nass ist, ein Problem? Also im Regen, also nur ein Beispiel, wenn du so ein Fahrzeug zulässt, dann hüpft die, in diesem Fall Degra, in ihr eigenes Testzentrum am Lausitzring. Die prüfen das selber? Selbstverständlich. Da werden Wasserbehälter montiert, Regentests gemacht und dergleichen. Ich sag mal, ist aber ziemlich gemein, oder? Das heißt, das ist ziemlich gemein, das ist Fluch und Segen. Ich behaupte aber mal, der Segen ist größer, weil der Fahrer eines E-Rocket will auf einem sicheren Fahrzeug sitzen. Temperaturmäßig, grundsätzlich ist es unvernünftig, ich sage mal unter 5 Grad Temperatur mit dem Motorrad zu fahren, weil die Reifen kommen nicht schnell genug auf Temperatur etc. Können ist nicht das Thema. Also es ist nicht so, dass wenn man minus 1 Grad hat, das E-Rocket nicht mehr angeht, um Gottes Willen. Ihr habt einen Kunden, der hat 10.000 Kilometer runter? Weit über 10.000 schon, ja. Wir haben auch übrigens Tests gefahren, wie es auch die Autohersteller waren. Wir waren in Schweden bei minus 14 Grad und haben Batterietests gemacht, anstellen, ausstellen. Das muss man machen, aber ich finde, ich weiß, was Unvernunft ist irgendwie nicht angebracht, finde ich. So, ich zeige mal gerade was. Da hinten, bevor wir nämlich gleich mal rübergehen, ihr habt da drüben noch eine Drehbank mit allem drum und dran. Ihr habt viele Spezialisten hier arbeiten, die sich unglaublich gut auskennen mit Metall. Ja, also was wir hier verarbeiten, sind Aluminiumbauteile, hochfeste Aluminiumlegierungen, die wir hier aus dem Ausland auch beziehen, im Moment noch. Werden die gefräst aus dem Vollen? Es gibt verschiedene Prozesse, im Moment sind sie gefräst. Wir sind aber im Moment mit Lieferanten dran, die Fertigungsprozesse zu optimieren, und zwar hinsichtlich der Serienfertigung, dass wir dort auf Gussteile gehen oder auf Schmiedeteile gehen, um damit die Stückpreise nochmal massiv auch zu reduzieren. Aber das geht erst, wenn ich die hohen Stückzahlen habe, weil ich natürlich Werkzeuge dazu brauche. Und die Werkzeuge werden dann von den Kosten her aufgeteilt über die Stücke. So. Die Fertigung wird hier bleiben erstmal? Die Fertigung bleibt hier, die wird definitiv hier bleiben. Wir werden auch, wenn wir in höheren Stückzahlen gehen, eventuell noch einen Auftragsfertiger mit dazu nehmen, mit dem sind wir schon in Gesprächen. Aber es ist ganz klar, dass wir hier weiterhin die Fertigung hier auch in Hennigsdorf halten. Also liebe Leute, ihr kennt meine Videos, ja, von Rotwild-Fahrrädern für 12.000 Euro, ja. Jetzt gilt das Argument nicht mehr, dass ihr sagt, das ist ja ein Fahrrad, das kostet 12.000 Euro. Jetzt haben wir ein Fahrrad, das kostet mindestens 12, aber ist die Brücke zwischen Motorrad und Fahrrad, so kann man sagen. Das heißt, ich habe die Leistung von einem Motorrad, habe den Fahrspaß von einem Fahrrad. Richtig. So ist es. Und wir werden gerade mal zeigen, wie viel
ich sag mal, Herzblut in dem Projekt stand. Und dass das jetzt so ist, dass die Leute euch ja so die Bude einrennen, dass ihr im Moment mehrere Monate schon Lieferzeiten habt, das spricht ja für sich, oder? Absolut. Also wir haben im Moment gehen wir bis zu 4 Monaten Lieferzeit. Das geht ja noch alles, oder? Ja, ist natürlich auch ein bisschen bedingt dadurch, dass wir genauso wie die Automobilindustrie ein bisschen natürlich auch kämpfen mit den Versorgungsengpässen, die aus Asien kommen. Wart mal ab, wenn das Video hier gelaufen ist. Also Leute, die jetzt sagen, hey, 12.000 Euro, made in Germany, alles im Moment noch mit Handarbeit, ja, mit richtig Leistung, 120 Kilometer Reichweite, ich sag mal Motorrad, was ich mit dem Autoführerschein fahren kann, mit dem B196. Also, dass ich das machen kann. Man muss ja auch sehen, dass in letzter Konsequenz BMW hier in Spandau, ist ja gar nicht weit von hier, die produzieren auch noch Stückzahlen bis zu 3.000 Motorrädern, wo auch viel mehr Handarbeit ist, als man das von so einem Konzern glaubt. Das heißt also, die Seele des Produktes, die wird nicht verloren gehen, nur weil wir in größere Stückzahlen gehen. Was ist die Motivation der Mitarbeiter hier zu arbeiten? Also ich meine, ihr habt ja wirklich tolle Fachkräfte hier gewinnen können. Also die Motivation ist ganz klar, dass es ein ganz neues, ein ganz tolles Produkt ist. Die Leute sind direkt am Produkt dran. Man sieht es ja da hinten. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil wir dort direkt an der Batterie arbeiten. Ich gehe weit weg. Ja, aber wir machen alles selber. Wir ziehen die Reifen auf, wir tun die Felgen vorkonfektionieren. Wir sind wirklich in Deutschland gerade. Ja. Und das ist das, was die Leute hier so begeistert. Ich bin auch offen für Anregungen, wenn die Mitarbeiter aus der Produktion sagen, Mensch, Markus, können wir das nicht ein bisschen anders machen? Dann ist es besser, dann ist es schneller, wir sind von der Qualität besser. Ich binde die Leute ein hiermit. Ich binde die gesamten Produktionsleute mit ein und das ist das, was die hier begeistert. Also es ist nicht, du kommst, du machst 5 Handgriffe und das ist dein Job, 8 Stunden am Tag, sondern sie sind Teil der Entwicklung mit. Sie sehen das fertige Produkt. Und sie sehen das fertige Produkt. Im Moment arbeiten wir so ein bisschen ich sag mal, das siehst du hier, in der Einzelfertigung. Das heißt, ein Team von 2 Leuten baut ein Bike immer komplett fertig. Ach so, derjenige, der das baut, hat das von vorn bis hinten. Genau. Das wird stark, oder? Ja. Das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Ich muss das noch mal ein bisschen durchrechnen. Es gibt ja 2 Möglichkeiten. Zum Beispiel der AMG macht seine Motoren in der Einzelfertigung. 2 Personen bauen einen kompletten Motor. Der ist dann auch im Endeffekt mit einem Zertifikat. Das ist die eine Möglichkeit, wie ich fertigen kann. Oder ich mache über Fertigungsschritte. Stationen quasi. Stationen, genau. Das müssen wir noch mal... Das wird sein, aber das muss man sehen, wann der Break-Even-Point ist, wann es sinnvoll ist, das in so eine Richtung zu gehen. Das Coole ist, ihr habt keinen Druck. Das bedeutet, also ihr wollt zwar mehr machen, aber ihr sagt, lieber ein paar Schritte vor dem... Und der Punkt ist immer, der gemeine Mensch da draußen, der hat immer so das Problem Serienfertigung. Was ist eigentlich Serienfertigung? Was wir hier tun, ist auch schon Serienfertigung. Nur Serienfertigung hat ein paar verschiedene Schritte. Und also ich kenne das nur von den Wohnmobilen, da gibt es einmal Fließbänder mit Takt und Kette, die gibt's. Dann gibt es Stationen, das was du eben erzählt hast. Das hier, Zellen, also die da sind, das hier ist quasi, also ich würde schon sagen, das ist eine Manufaktur, die im Moment, ich sag mal, die Schritte noch ein bisschen ausbaldowert. Refa kennst du? Ja, natürlich. Und wenn du mal kurz den Leuten beschreibst, was das ist. Refa heißt, dass ich im Endeffekt jeden Arbeitsschritt mit einer Zeit erfasse. Das heißt, jede Schraube, die ich reindrehe, wird erfasst und damit wird festgelegt, wie viel Zeit in Summe ich für eine Fertigung eines Produktes benötige. So, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man da richtig rechnet und das auch kann, können viele Dinge vermieden werden. Es kann zum Beispiel vermieden werden, du kannst genau berechnen, ob sich das lohnt, oder? Absolut richtig. Über die Aufsummierung der Zeiten weiß ich ganz genau, was an Aufwand entsteht und damit kann ich auch festlegen, ob es passt oder nicht passt. So, Feuchtigkeit ist natürlich das Elektronik tot. Das Fahrzeug muss ja spritzwassergeschützt sein. Was ist das für ein Standard, den ihr verwendet? Also wir haben den Höchstmaß an Schutz, an Feuchtigkeitsschutz. Also wir dichten hier die gesamte Elektronik ab. Der Deckel, der hier drauf kommt, der wird hier nochmal mit einer Dichtmasse abgedichtet. Die Stecker werden abgedichtet. Okay, das könnte auch jetzt kurzzeitig eintauchen, würde gehen? Das würde auch gehen, ja. Okay, also kurz mal eine Pfütze und so, das ist kein Thema. Kein Problem. Okay.
Gut, das heißt, das macht ihr dann, das Thema Regenwasser ist ja das Allergemeinste, sehr weich. Ja. Das kennst du? Ja, natürlich. Du hast dann die entsprechenden IP-Formate, also IP65, IP66, IP67 bei Steckverbindern, die dann vollwassergeschützt sein müssen. Die Batteriebox ist nochmal zusätzlich geschützt mit einem sogenannten Marine Tape. Da werden heute ganze Megayachten mit verklebt, dass die dicht sind. Du musst schon was dafür tun. Das habt ihr gelernt, muss man sagen, oder? Natürlich, selbstverständlich haben wir das gelernt, aber du musst es nur wissen. Und all diese Dinge sind natürlich dann in der Zukunft in eine immer größere Stückzahlenfertigung zu überführen. Es gibt Fahrzeuge bei großen Motorradherstellern, 4000 Jahreseinheiten, die werden immer noch, wie du es eben gesagt hast, in der Zelle gefertigt. Also man muss das immer werten. Wir sind auf dem Sprung der Manufaktur in die Industrialisierung und das geht im Moment rasend schnell. Wir können noch hier schon 4 dieser Bühnen in die Reihe stellen, 8 Mechaniker, 3 Schichten. Wir sind in einem Industriegebiet, wir können auch hier in den Schichtbetrieb gehen und schon steigen die Stückzahlen. So ist das, Dazu ja. musst du aber einkaufen, deswegen sind wir wieder beim Thema der Aktionäre etc. Weil wenn du 100 Motoren verbaust in einem Monat, dann musst du sie auch bezahlen können, ja. Dann musst du sie besitzen. Also was wir jetzt schon in der Lage sind, wir können also bis zu 5 Fahrzeuge in einer Woche aufbauen. 5 Stück. In einer Ja. Schicht. In einer Schicht. Gut, das heißt, die Eine Schichten. Schicht, eine Woche, 5 Fahrzeuge. Also pro Tag ein Fahrzeug. Das Ganze können wir noch ausweiten. Hier vorne sieht man, das sind die neuen Blinker schon, oder? Ja, genau. Die habe ich gesehen, das waren vorher Punkt-LEDs. Das ändert sich im Laufe der Zeit, aber die Idee, den Blinker in den Rückspiegel zu machen, die ist ja sensationell. Ja. Also das haben wir gesehen und haben gesagt, Mensch, das ist passend, das ist genau das, was wir brauchen für unser Fahrzeug. Wir spielen immer wieder mit neuen Gimmicks, die dem Fahrzeug einfach eine absolute Individualität geben. Ich zeige es mal gerade vorsichtig, dass man das BMS nicht filmen, denn das ist ja noch ein bisschen Geheimnis, aber das ist der Motor. Das ist der Motor, genau. Ist das, ich sag mal, der Motor ist ja der Kernstück, gibt es ja seit gefühlten 200 Jahren, Elektromotoren, ist nichts Neues, aber das ist ein ganz spezieller Motor, der extrem feinfühlig angesteuert werden kann. Das ist ein spezieller Motor, wie du schon richtig sagtest, der also feinfühlig angesteuert werden kann, der auf engstem Raum auch die Kraft erbringt, die wir im Endeffekt für unser Fahrzeug brauchen. So, dann ist es nämlich da sind die Motoren drin. Gibt es da noch eine Getriebeübersetzung oder geht das? Nee, 1:1. Wir haben eine Übersetzung, auch das ist für dich vielleicht auch ganz klar. Wir haben ja hinten ein Zahnrad mit einer größeren Zähnezahl, wir haben innen drin ein kleines Ritzel mit einer kleinen. Arithmetik. Ja, genau, und damit kommt die Übersetzung her. Okay, verstehe. Das heißt, du hast eine Übersetzung mit drin. Ist der laut? Ist der lauter Motor eigentlich, der Motor selber? Nee, du hast ja gehört, wir waren ja draußen beim Fahren. Nochmal kurz zur Übersetzung, die brauchen wir natürlich, damit wir den Motor in seinem optimalen Leistungsbereich auch fahren können. Wir wollen ja zum einen Drehmoment, wir wollen ja Kraft aufs Rad bringen und deswegen die Übersetzung. Aber wir haben kein Getriebe mehr, also nicht, dass wir irgendwo getriebemäßig nochmal hoch übersetzen im Rahmen der Beschleunigung, sondern das ist im Endeffekt nur eine Übersetzung, um hier den Motor in seinem optimalen Betriebsbereich zu halten. Heißt aber auch, dass die Lebensdauer quasi vollkommen unbestimmt ist. Das heißt also, wenn derjenige gut damit umgeht, die Batterie hat ja ihre Zyklen, die wird wahrscheinlich der Normalmensch auch nicht erreichen. Das sind, 1000 oder so? Ja, also du kannst, das Problem ist, es gibt manchmal immer so diese Fragenstelle, ja, wie lange hält denn die Batterie? Wenn ich eine Batterie in einem Gabelstapler habe, der in seiner Lebensleistung ungefähr 3000 Kilometer zurücklegt, automatisch bei 60% geladen wird, ja, dann hält der 20 Jahre. Das ist einfach der Punkt. Wir haben die Batterien in einem Bereich kalkuliert, dass wir da signifikante Abschläge gemacht haben und sind trotzdem im Bereich von 60.000, 70.000 Fahrkilometern, bevor die Batterie dann beginnt. Weniger wird. Die stellt sich ja nicht aus. Okay, verstehe. So, die Schritte, da ist ja einiges zu tun. Die, ich sag mal, Hochzeit zwischen der Batterie und dem Rahmen, wann kommt die? Die kommt hier, also auf diesen Positionen. Das Fahrzeug haben wir gestern die Hochzeit gemacht. Also gestern kam hier der Batteriekasten rein. Das heißt, das Fahrzeug ist eigentlich komplett schon montiert. Vorderreifen ist, oder das Vorderrad ist noch nicht drin, weil wir hier nochmal an den Kabelsatz müssen. Aber das ist im Moment eigentlich die Hochzeit, wo der Batteriekasten in das Du fährst jedes Probe? Ich fahre jedes Probe. Also jedes? Jedes. Ja. Also jedes Fahrzeug, das bei mir rausgeht, egal ob es ein Neufahrzeug ist oder ein Servicefahrzeug, geht bei mir unter den Hintern. Ich habe hier eine Strecke, so 20, 30 Kilometer mit verschiedenen Bereichen, wo ich schnell fahren kann, wo ich ein bisschen langsamer fahren kann, wo ich Bremsversuche machen kann. Und dort nehme ich jedes Fahrzeug ab und das wird dokumentiert. Ich habe eben gesehen, du warst so sehr schnell. Das Thema ist natürlich im Moment die Beschleunigung. Frisst der Reifen eigentlich?
In der Form, wie ich hier heute gefahren habe, wie du es gesehen hast, wenn ich da natürlich eine Vollbremsung mache, natürlich. Aber auch hier, wir sind hier nicht schlechter als das herkömmliche Motorrad oder das herkömmliche Fahrrad. Okay, verstehe. Das heißt also, ich kann damit ganz smooth fahren. Ihr habt Leute, die, ich sag mal, regelmäßig mal kurz die Sau rauslassen an der Ampel, die dann sagen, hier, ich mache mal einen Kavalierstart, was beim Elektromotorrad ja vollkommen unspektakulär ist, was den Lärmpegel angeht. Ich glaube, das ist auch die größte Innovation, dass du das Ding zu Hause laden kannst. Du musst zu keiner Tankstelle fahren, musst also nicht irgendwie, Sprit reinladen und so weiter. Ja. Warte mal. Ein Ladegerät stehen auf der Erde. Ja, da unten steht das Ladegerät. Eben hat man es gesehen, das heißt, die ganzen Zellen, die Fertigung, das ist nichts, was ihr in Fernost einkauft, die habt ihr euch extra berechnen lassen. Das ist speziell für euch. Das ist in diesem Falle speziell für uns. Das ist in der Tat noch eine ältere Version. Die neue Version ist schon wieder kleiner, weil Gewicht sparen etc. Und ich bin hier mit einem Stecker im Bike und mit dem anderen Stecker in der klassischen Haushaltssteckdose. Das heißt, 230 Volt. 230 Volt kann ganz unkompliziert laden. Und das ist für viele Kunden einfach interessant, weil ich natürlich auch jederzeit zuladen kann. Wenn ich sage, Mensch, ich möchte heute Abend, die Sonne strahlt, noch irgendwie meine 50 Kilometer mit dem E-Rocket abreißen und habe aber einen Bammel, wie leer bin ich denn? Ja, dann stecke ich es noch ein bisschen an, kein Problem. Die Batterien können das. Ihr habt ein Schnellladegerät, das ist das Schnellladegerät. Ja, das ist ein smartes Ladegerät. Und das neue wird kleiner, sagst du? Das neue wird noch mal kleiner. Man arbeitet eigentlich immer in diesen Bereichen. Man arbeitet natürlich in entwicklungsseitig am integrierten Ladegerät und so weiter. Das ist das, was ich eben sagte. Wir haben 10% unserer Entwicklungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Da kommt okay, heißt Steckdose 230 Volt ist direkt mit drin. Dann ist ja das große Thema, vielleicht auch eine Hochvolt-Eingang zu machen für die Solaranlage, die vielleicht mal kommt. Aber all das braucht man ja nicht, weil im Moment habt ihr, ich sag mal, das, was jeder am E-Bike kennt. Ihr habt einen Ladeblock, der wird ein bisschen kleiner, den kann ich mitnehmen im Rucksack zum Beispiel, kann den, ich sag mal, auch mal zwischendurch aufladen. Lädt er auch am Anfang schneller? Gut, er hat dieses übliche Handyverhalten, sage ich mal. Bis 20% langsam, von 20 bis 80% schnell, von 80 bis 100 wieder langsamer. Okay, also wie man das kennt. Genau, wie man das kennt. So, da ist ein riesen Akku drin. Also ich habe es mal gerade eben gezeigt, so fast wie so ein kleiner Kühlschrank. Man sieht ihn hier von Weitem. Ist das der Akku hinten, den wir sehen, bei dem blauen? Das ist noch nicht zeigen. So, gut, ich bleibe mal hier auf Entfernung. Sehr gerne. So, dass wir das mal zeigen. Denn die Größe ist ungefähr dieselbe, aber das ist der neue Akku, der reinkommt. Und da vorne, da bleibe ich auch mal weit weg. Da ist Elektronikentwicklung. Genau, da ist unsere Elektronikentwicklung. Das ist so cool. Da vorne ist ein 3D-Drucker, den sehe ich gerade. Das heißt, ihr macht die ein oder anderen Bauteile erstmal prototypenmäßig hier? Genau, also wir machen die Prototypen über einen 3D-Drucker, gucken, ob er reinpasst, machen die Verbauversuche und dann gehen wir in die Fertigung und lassen die Teile fräsen, wie gesagt, oder auch mal als Handgussteil oder herstellen. So, wenn du fährst, die Software probierst du selber aus, wenn die neu kommt? Also das heißt, ihr macht ja Softwareänderungen auch? Ja, wird alles selber getestet, bevor es rausgeht. Demnächst App-Steuerung, habe ich gehört, ist geplant? Ist auch geplant, sind wir dran. Und auch das wird erst von uns getestet, bevor es rausgeht. Aber jetzt, Stand heute, das Ding fährt ja schon x-fach auf der Straße. Ja. Das ist, ich sag mal, eine Sache, wo du richtig Spaß haben kannst. Ja. Total unkompliziert. Das heißt, du kannst da nichts irgendwie verballern, irgendwelche Einstellungen. Nein. Das ist alles auf Sicherheit getrimmt. Und ich sage auch immer, ja, die App und diese ganze Steuerung, die werden kommen. Im Moment ist es so, wenn ich irgendwo ein schnelles Pedelec fahre und das hat eine App, die sogar Kaffee kochen kann, das finde ich so lange gut, bis ich am E-Rock gesessen habe, weil die Power und der Fahrspaß geht wieder rüber, aber natürlich gehen wir da mit der Zeit und haben da auch ein paar faszinierende Dinge vor, die andere noch nicht haben. Da müssen wir jetzt einfach dran, vor den Erfolg setzt der den Schweiß, heißt das alte Sprichwort. Jetzt mal eine Frage für die Fraktion der Leute, die über 90 km/h fahren möchten. Könnte man das noch, ich sag mal, vom Motor her wahrscheinlich vollkommen problemlos, oder? Also wir können noch zulegen, ja. Aber da sind wir erstmal vorsichtig, aber wir denken schon über Leistungsklassen nach, ein Performance-Bike nach, auch eine Rennserie denken wir im Moment an, da sind wir auch in Gesprächen mit den diversen, ich sag's mal, Institutionen wie ADAC und so weiter. Hier vorne sieht man, das ist jetzt eine, ich sag mal, Leistungsklasse, die heißt glaube ich L1E. L3E. Und das ist, ich sag mal, europaweit ist das die gleiche. Ja. L3E ist L3E. Das ist sozusagen die 125er Klasse. Die 125er. Darf ich das als 16-Jähriger fahren? Ja. Das ist doch krass, oder? Das ist krass. Ja. Aber sowas von krass, ja. Das ist so. Das heißt aber auch, der 16-Jährige, der hat letztendlich ein starkes Fahrrad drunter, hat nicht dieses Gasgriffproblem. Also er steuert das. Habt ihr schon 16-Jährige, die das fahren?
Nee, noch nicht. Die sind meistens erwachsen. Ja, genau. Begeisterte Probefahrer haben wir. Die jungen Leute sind ja heute nicht mehr unbedingt Benzinverbrenner fixiert. Ne? Da ist der Lifestyle, die Kleidung, das Smartphone ein wichtiges Attribut. Die kommen, fahren das mit Freude. Da ist es natürlich sicherlich ein Preisthema. Aber ich glaube, die jüngeren Leute, die werden zu Fahrern. Das wird alles kommen. Wir sind in einem Mobilitätswandel. Ganz unabdingbar. So, also wenn ihr Spaß haben möchtet, habt ihr einen Wettbewerber entdeckt weltweit, der pedalierend ein Motorrad gebaut hat bisher? Also Wer war so verrückt? Nee, auf dem Markt ist uns nichts bekannt in dieser Form. Es kommen immer mal wieder Prototypen hoch. Das sind so Mischbikes. Du hast das eben sehr fair und sehr anständig erklärt. Was nützt mir die tollste Vision und alles, wenn ich von vornherein schon weiß, okay, keine Schutzbleche, kein Tacho oben drauf. Da soll man dann das Smartphone nehmen. Sorry, in Europa überhaupt nicht erlaubt. Ich brauche einen fest verbauten Tacho, der Reichweite und Kilometer anzeigt. Soll heißen, das ist alles nicht so einfach. Viele kaufen ja auch Motoren, die nicht zugelassen sind, modifizieren Fahrräder, die gar nicht dafür gebaut sind. Wir berichten da öfter drüber. Also es gibt ja Kits vom BaFang, kann man ehrlich sagen, da hat nichts eine Zulassung. Internet bestellbar, Genau. gefährliche Sache. Also wir haben eine Einzelzulassung im Moment noch. Wir sind an der EU-Typisierung dran, aber auch für die Einzelzulassung. Ich muss der DEKRA im Endeffekt alles vorlegen, was sicherheitsrelevante Bauteile wie Bremsen, Lenker und so weiter sind. Und die müssen eine Zulassung an einem Kraftfahrtbundesamt haben. Das heißt, sie haben eine KBA-Nummer. Ohne das würden wir überhaupt keine Zulassung für das Fahrzeug bekommen. Jedes Bauteil ist wahrscheinlich in einem anderen Motorrad schon mal zum Einsatz gekommen, mehr oder weniger, oder? Alle sicherheitsrelevanten Dämpfer zum Beispiel. Dämpfer und so weiter, genau. Okay. Dämpfer, Felgen. Federgabeln, Felgen und so weiter. Und diese Bauteile haben alle eine Zulassung für den europäischen Markt. So, ich bin mal sehr gespannt. Also August, September bekommen wir unsere. Wenn sie dann kommt, muss ich die ja abholen oder könnt ihr liefern? Wir bieten beides an. Wir haben natürlich viele Leute, die gönnen sich einfach den Spaß an der Werksbesichtigung und der Fahrzeugabholung. Wir liefern aber auch. So, das heißt also, wenn ich jetzt hierher komme, ich fliege dann mit Lufthansa und fahre dann zurück nach Saarbrücken. Genau, dann hältst du einfach an. Das ist übrigens ein super Beispiel. Es ist kein Witz. Ich habe vor wenigen Tagen mit jemandem aus Saarbrücken gesprochen, der ein Bike erwerben will und der will es tatsächlich. Der ist ein bisschen betagter und hat Zeit. Der hat gesagt, ja wieso? Dann halte ich halt nach 100 Kilometern an, gehe in eine nette Pension. Ich fahre sowieso eine Überlandstraße, ich fahre es nach Saarbrücken. Ich bin mal gespannt, ob der Mann das wahr macht. So, wir werden heute oder morgen ein Video drehen. Wir werden in die Stadt fahren. Einer von euch wird fahren. Ich werde aus dem Auto filmen. Wir werden uns mit dem unterhalten und wir werden mal so ein bisschen die Reaktionen testen. Was ist, wenn ihr auf den Alex fahrt damit und das einfach mal hinstellt? Merken die Leute, was ist es? Ja, also alleine durch doch das sehr eigenwillige Design, wenn du es irgendwo hinstellst, hast du nach wenigen Minuten ein paar Leutchen drumherum stehen, die sich drüber unterhalten. Wenn du fährst, sind die Reaktionen eklatant drüber. Voll krass, ja. Du wirst angehalten, ausgebremst. Es ist in Saarbrücken passiert, auf der Stadtautobahn hat mich ein E-Rocket überholt. Und ich wusste ja, was es war. Aber es sah so geil aus auf der Autobahn und das ist ja zugelassen. Das darf man. Das darf man, ja, absolut. Das heißt, du darfst ein E-Bike auf der Autobahn fahren, so kann man sagen. Ich sage jetzt mal E-Bike, denn so weit weg sind wir gar nicht. Es sind wirklich viele Komponenten, sind sehr ähnlich, oder? Viele Komponenten sind ähnlich. 2 Bremsen vorne, auch rechts und links. Dämpfer ist aber ein Motorraddämpfer. Was das Fahrradfahren, das E-Bike ausmacht, wie gesagt, ist, dass wir oben kein Gasgriff haben. Wir haben keine Kupplung oben, sondern wir haben nur 2 Bremsen, wie die Leute es vom E-Bike kennen. So, krass. Individualisierung, da ist der Katalog noch nicht ganz so groß wie der von Harley, aber da habt ihr drüber nachgedacht, also dass man zum Beispiel auch Farben, Formen, Abdeckungen und so weiter, die kann man bestimmen. Ist da, ich sag mal, die Form ist ja jetzt rund im Moment, habt ihr was Eckiges geplant? Wir haben natürlich neue Modelle geplant. Da ist wieder eins dabei, das ist sehr revolutionär. Das ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Bobber und Cruiser, würde ich das mal nennen. Wir haben aber auch ein Modell geplant, was einen klassischen Stahlrahmen hat, was dann auch international besser verbaubar ist und produzierbar ist. Von den Extras im Moment, du siehst verschiedene Rahmenfarben hier, die zum Beispiel anbietbar sind. Matt zum Beispiel, ja. Matt, wir liefern im Grunde genommen jede Rahmenfarbe auf Wunsch natürlich gegen Aufpreis dazu. Wir haben auch einen Kunden, der hat Sparkling Shiny Silver als Farbe. Das ist so eine lustige... was das cool ist, ich kann es ja folieren. Weißt du, ich kann ja hier die Seiten, die sind ja glatt. Ja, die Seiten sind glatt. Du könntest, ich habe jetzt eben gesehen, da ist einer mit seinen Schuhen dran gekommen. Ja, das könnte man dann auch nochmal folieren, wo es da ist. Es ist eigentlich auch ein genialer Werbeträger für eine Firma. Oder? Du siehst ja, die Fläche ist riesengroß, da kannst du alles drauf machen. So, zum Beispiel der ganz große Pizzadienst oder der Energieversorger, ja, der kann das machen. Genau.
Genau. Wir haben auch in der Tat Kunden, also es gibt, man darf ich keinen Namen nennen, aber es gibt eine ganz wunderschöne Batterie im bayerischen Raum, eine Brauerei, Entschuldigung, und der Kollege hat da sein wunderschönes Logo drauf zu tun von seiner Brauerei. Also es ist, da sind alle Wünsche erfüllbar, klar. So, ich sag noch gerade dem Markus Tschüss, Markus. Markus, ja. Tschüss, du musst weg. Ja, ich habe noch einen Termin. Genau. Ich bedanke mich vielmals bei dir. Das Ganze wird in Kürze ja dann in die Großserienproduktion, sage ich mal, gehen. Da bist du daran beteiligt. Viel Erfolg. Tschüss. Danke dir. Ciao. So, komm, wir machen mal ein bisschen Werbung für euch. Jetzt Aktionär werden, da geht es ab 1.000 Euro los. Das heißt, du kannst für 1.000 Euro Anteile an einem Unternehmen kaufen, was, ich sag mal, revolutionär ist, was schon ewig gibt. Ihr finanziert damit nicht deine Rente, sondern die, ich sag mal, Expansion der Firma. Absolut. Wir sind in dem Unternehmen durch unsere Aktionäre und durch die Gründer gut aufgestellt, zu denen ich auch gehöre. Das heißt, wir sind in der glücklichen Lage, wirklich das Aktionärskapital in die Expansion zu stecken, in den Einkauf. Dadurch werden die Waren günstiger und wir können besser produzieren. Und all diese Dinge, die eben zur Expansion dazugehören. Das Geld fließt tatsächlich in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. So, an Kunden braucht ihr euch nicht beschweren, denn das System ist wirklich revolutionär, dadurch, dass du als Human Interface quasi rein pedalierst. Das ganze Angebot erfolgt auf der Grundlage des gestalteten Wertpapierinformationsblattes. Das steht auch hier unten nochmal. Wenn man hier auf die Seite drauf geht, man kann da auch nicht direkt Geld einzahlen, man muss erstmal akzeptieren, man muss sich das durchlesen. Absolut. Das Ganze, also ich sag mal, wir haben in Deutschland den Vorteil, dass der Kleinanleger wirklich sehr geschützt ist. Wir müssen hier beinharte Regularien erfüllen und BaFin einhalten. ist dabei? BaFin ist selbstverständlich, also Bundesaufsichtsamt für Finanzwesen. Wir haben eine Kapitalmarkt-Expertin dabei, die auch die Termini, wie man das alles formulieren muss, doppelt überprüft. Das musst du alles machen, das dient dem Schutz des Kleinanlegers und das ist auch gut so. So, also wenn ihr Aktionär werden wollt, bei 1.000 Euro geht's los. Viele machen auch 1.000 Euro, oder? Absolut. Wir haben in der Tat, das Gesetz sagt, zwischen 1.000 Euro und 25.000 Euro, was diese Plattform angeht. Auf privaten Wege oder sozusagen Face-to-Face können wir anderes machen. Und wir haben tatsächlich diese Range dabei. Wir haben 1.000 Euro dabei, wir haben auch 25.000 Euro dabei. Und das Besondere ist, sollte mal ein Börsengang kommen, das habt ihr zumindest mal in Aussicht, also das wollt ihr machen, ja, dann das wären ganz sicher machen. Dann wären die Leute später auch eventuell dabei. Allerdings muss man auch sagen, wenn es in die Hose geht, dann wäre es auch weg, oder? Natürlich. Ja. Jeder, der behauptet, hier hast ein Garantiepaper und so weiter, wir gehen an die Börse, die Aktie steigt 400%, ist ein Lügner. Wichtig ist halt, dass man, glaube ich, als erstes mit der Verantwortung des Fremdenkapitals umzugehen weiß. Das ist eigentlich die Hauptsache. So, da ist es, die eRocket. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch entweder beteiligen oder fahrt mal nach Brandenburg, macht eine Probefahrt. Die Beteiligung ist übrigens sehr interessant. Ihr habt schon über 100 Aktionäre. Ja, wir sind, glaube ich, bei knapp 150 schon angekommen. Ja, so ist es. Gerade gestern wieder neue dazu, weil wir auf einer Veranstaltung waren. Wir haben auch mal Leute, die dann impulsiv da was zeichnen. Das geht in die Richtung. So ist es. Das Bike deines Lebens und ziemlich cool. Ja, verglichen mit natürlich hochwertigen E-Bikes, die ja heute in die 12.000, 15.000 Euro Range ja locker gehen. Das siehst du immer und denkst dir, ja, ihr betreibt ja viel mehr Aufwand. Großer Motor, riesen Akku, das Ganze darf 90 fahren. Ist vielleicht eine andere Anwendung. Die gehen vielleicht damit ins Gelände rein. Das sind dann so irgendwelche... Ja, das ist sicherlich richtig. Das hier ist erstmal ein Straßenbike. Was dann noch kommen mag, das werden wir noch entscheiden. Aber natürlich wir haben hier die Aspekte, dass wir Pendler adressieren können. Mit dem eRocket 25 Kilometer zur Arbeit fahren, vergeht im Fluge die Zeit. Das ist ruckzuck machbar. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Spaßfaktor, Nutzfaktor, Technologiefaktor. Ich fahre emissionsfrei, ich tue was für den Planeten. Steuerfreies Fahren, das kostet auch keine Steuern. Da kommen viele Aspekte dazu, die das eRocket einfach interessant machen. Gibt es schon eine Einstufung, die Versicherungen zum Beispiel, also von den Kosten? Also wir bieten für den, der Service haben möchte und der auch selber keine Kontakte hat, eine für uns gestrickte Versicherung dazu. Die ist schadenfreiheitsrabattfrei und liegt, ich glaube, wenn man das 40. Lebensjahr überschritten hat, bei irgendwie 18 Euro im Monat. Vollkasko, Teilkasko, Haftpflicht. Also das heißt, wenn ich dann noch sage, dass ich ungefähr für 1.000 Kilometer eRocket fahren 25 Euro maximal Strom aufwende, bin ich bei knapp 40 Euro im Monat für 1.000 Kilometer. 25 Euro Strom für 1.000 Kilometer, ja, Stand heute. Absolut. Du musst sehen, nehmen wir mal ein bisschen teure Kilowattstunden, die lieben Energieversorger schlagen ja zu, dann sind wir bei 100 Kilometer so vielleicht bei 2,50 Euro, also das 10-fache 25 Euro. 1.000 Kilometer Mobilität für unter 40 Euro im Monat. Ja, Andi Zoweme,
du bist hier der Geschäftsführer, ist jetzt eine AG, du bist jetzt Vorstand auch oder ist das aufgeteilt? Wir haben das geteilt, das heißt, es gibt die eRocket Aktiengesellschaft, da bin ich der Vorstand, darunter ist die eRocket Systems GmbH, wo ich der Geschäftsführer bin und das ist hier das Produktionsunternehmen. Wir sind aber beide an diesem Standort, nicht die eine Hälfte Cayman Islands und das andere sonst wo. Wir sind eine deutsche Aktienfirma nach deutschem Aktienrecht. Und ihr habt auch keine, ich sag mal, teuren Möbel für Hunderte von Tausende Euro. So, ihr seid quasi ein Start-up, das Geld wird nicht verwendet, damit denn... Ich bin auch kein Freund von diesen Dingen. Wenn das Unternehmen floriert bis zum Erbrechen, baue ich gerne eine Gigafactory. Im Moment ist das, glaube ich, nicht angebracht. So, also das Ganze im Prinzip Elektromobilität so ähnlich wie Tesla, gar nicht so weit weg von Tesla, muss man dazu sagen. Das Lachen hier von der Dame, das ist wahrscheinlich echt, oder? Das ist absolut echt. Die Sarah, die fährt auch klasse Motorrad und die, ja, man sieht das auch, die waren da gut mit 90 unterwegs. Das war auf dem Rückweg vom Berliner Flughafen wieder in die Stadt. Krass. Ja, wir werden jetzt mal eins machen. Du hast ja ein bisschen Zeit. Ja. Wir werden uns mal auf die Kisten schwingen. Sind die meistens vollgeladen bei euch? Meistens ja, weil wir ja fortlaufend Probefahrer im Haus haben. Also wir versuchen immer, weil sonst ist es unangenehm, wenn jemand hier warten muss, das ist auch blöd. Deswegen versuchen wir meistens mit geladenen Fahrzeugen präsent zu sein. Ihr habt einige zugelassen? Ja, wir haben im Moment 4 Promotion-Fahrzeuge hier. Wir haben leider Gottes, das muss man einfach sagen, wir haben immer zu wenig. So, also deswegen haben wir auch das Video gedreht, dass wir sagen, wir multiplizieren das jetzt mal nach außen, dass man das sehen kann. 120 Kilo Gewicht, sehr tiefer Schwerpunkt. Das ist auch ganz wichtig, wenn ich das zum Beispiel jetzt eine schiefe Ebene hochschiebe ins Wohnmobil rein, das kippt mir nicht von oben weg, oder? Nein, von oben weg kippt es dir nicht. Also wir haben in der Tat Kunden, die ja, Wohnmobilfahrer sind und die auch vorher dann gefragt haben, kann ich das auf einer Bühne mal austesten? Ich komme mit meinem Wohnmobil, komme ich da hoch und runter. Da haben wir schon ein bisschen Erfahrung mit. Ja, ich kann euch direkt sagen, also in den Morelo wird es reingehen, weil da ist die Klappe auch hoch genug. Die Spiegel, da kann man sich ja was überlegen, dass man da, ich sag mal, über eine Schnellhalterung oder sowas macht. Genau. Ja, genau. Okay. Andi, vielen, vielen Dank. Und wir sind in welchem Ort ganz genau hier? In Hennigsdorf vor den Toren Berlins. Also ich pflege immer zu sagen, 20 Kilometer vom Kurfürstendamm. Heißt übrigens, die S-Bahn heißt Hennigsdorf bei Berlin, steht dabei, damit das Ganze ist. Und da ist es. Ja, wenn ihr Lust habt, werdet Aktionär. Ansonsten viel Spaß, auch bei den Fahrvideos. Guckt ruhig mal bei YouTube rein, viele haben das schon getestet. Jetzt Aktionär werden, ag.erocket.de. Tschüss!